Hi, ich dachte, ich hätte Angst verstanden. Lange, nicht oberflächlich, nicht so ein bisschen. Ja klar, Verlustangst kennt ja jeder. Ich meine, wirklich verstanden. Ich konnte sie erklären. Ich wusste, wie sie funktioniert. Ich wusste, dass Kontrolle oft nur Angst in sauberer Verpackung ist. Ich wusste, dass Eifersucht meistens Unsicherheit ist. Ich wusste, dass Männer oft reagieren statt fühlen. Ich wusste das alles. Und trotzdem hat mich eine Angst gesteuert. Und ich habe sie nicht benannt. Nicht vor ihr. Und wenn ich ehrlich bin, auch nicht wirklich vor mir. Es war nicht die Angst vor Streit, nicht die Angst vor Konflikt, nicht die Angst davor, dass es anstrengend wird. Es war die Angst, nicht zu genügen. Und das ist unangenehm auszusprechen. Weil als Mann willst du nicht zugeben, dass du Angst hast, nicht genug zu sein. Du willst nicht sagen, ich habe Angst, dass ich dir nicht reiche. Ich habe Angst, dass du irgendwann merkst, dass ich auch nur unsicher bin. Ich habe Angst, ersetzbar zu sein. Stattdessen diskutierst du. Du analysierst, argumentierst. Du bleibst ruhig. Du bleibst stabil. Glaubst du? Oder meinst du wirklich, dir glaubt einer, dass du noch nie gezweifelt hast, nur weil du den Starken spielst? Und hier beginnt es. Ich habe nicht aus Klarheit reagiert. Ich habe aus Selbstbild reagiert. Ich hatte ein Bild von mir, der reflektierte, der bewusste, der Dinge durchschaut, der nicht ausrastet, der sich im Griff hat, dachte ich. Und dieses Bild war mir wichtiger, als ehrlich zu sein. Das ist subtil, weil du denkst, du bist reif. Du denkst, du bist reflektiert. Aber eigentlich verteidigst du nur dein Image vor dir selbst. Und sobald dieses Bild wackelt, kommt Druck. Und Druck fühlt sich an wie Stärke, ist aber nur Angst in Aktion. Mittlerweile glaube ich, dass Angst kein Gefühl ist, das mal kommt und geht. Angst ist ein Dauerprogramm. Sie läuft im Hintergrund, leise. Und das Gefährliche ist, wenn etwas leise läuft, hinterfragst du es nicht mehr. Angst, nicht respektiert zu werden, Angst, an Status zu verlieren, Angst, nicht besonders zu sein, Angst, nicht gebraucht zu werden, Angst, dass jemand anderes besser ist. Und aus dieser Angst heraus treffen wir Entscheidungen. Wir sagen Dinge nicht, wir sprechen Unsicherheiten nicht aus, wir bleiben cool, obwohl wir innerlich Druck haben. Und dann wundern wir uns, warum Nähe verschwindet. Viele Männer glauben, sie verlieren Beziehungen, weil sie zu emotional waren. Ich glaube, viele verlieren sie, weil sie die entscheidenden Emotionen nicht benannt haben. Nicht Wut, nicht Eifersucht, Angst. Und Angst auszusprechen heißt, kurz das Bild fallen zu lassen, die Maske. Und das ist für viele schwerer als jeder Streit. Das ist kein Beziehungsproblem. Das ist ein Strukturproblem, ein Erziehungsproblem. Weil wir das nicht erst mit 30 lernen. Das fängt früher an. Viel früher. Ich glaube, es beginnt in der Kindheit. Nicht, weil Eltern böse sind, sondern weil sie selbst angepasst wurden. Eltern geben weiter, was sie selbst gelernt haben. Und sie haben es auch nicht freiwillig gelernt.
Sie haben es übernommen. Von ihren Eltern, von der Schule, von der Gesellschaft. Und irgendwann entsteht ein Muster. Sei brav, reiß dich zusammen, jetzt stell dich nicht so an, sei stark. So schlimm ist das nicht. Was lernt ein Kind daraus? Nicht mein Gefühl ist willkommen, sondern mein Gefühl muss reguliert werden, bevor ich akzeptiert werde. Und genau da beginnt die Spaltung. Gefühl intern, Funktion. Spätestens in der Schule wird das perfektioniert. Nicht als Verschwörung, nicht als böser Plan, sondern strukturell. Du sitzt still, du meldest dich korrekt, du antwortest richtig, du störst nicht, du funktionierst. Und wenn du funktionierst, bekommst du Sicherheit. Noten, Anerkennung, Ordnung. Und wenn du abweichst, bekommst du Druck. Nicht brutal, aber spürbar. Und als Junge kommt noch eine Schicht obendrauf. Leistung. Du wirst gemessen. Sport, Noten, Vergleich, Status. Du lernst früh. Wert entsteht durch Leistung, nicht durch Ehrlichkeit, nicht durch Verletzlichkeit, nicht durch Benennen von Angst, sondern durch Funktion. Und irgendwann verwechselst du Funktion mit Identität. Und dann stehst du als erwachsener Mann plötzlich in einer Beziehung und wunderst dich, warum du nicht sagen kannst, ich habe Angst. Weil du es nie trainiert hast. Du hast trainiert zu funktionieren. Du hast trainiert zu liefern. Du hast trainiert, stabil zu wirken. Und Stabilität wurde zu deinem Schutz, aber auch zu deinem Gefängnis. Und hier wird es entscheidend. Ich will meinen Sohn nicht beibringen, gegen das System zu kämpfen, aber ich will ihm beibringen, es zu durchschauen, zu merken, wann passe ich mich an, weil es sinnvoll ist, und wann passe ich mich an, nur um nicht aufzufallen. Wann funktioniere ich, weil es gebraucht wird? Und wann funktioniere ich, weil ich Angst habe, nicht zu genügen? Das ist ein Unterschied, ein riesiger Unterschied. Vielleicht ist das der Punkt. Nicht Rebellion, nicht Wut, nicht Systemhass, sondern Bewusstsein. Nicht jede Anpassung ist Schwäche, aber jede unbewusste Anpassung kostet Identität. Und wenn du lange genug angepasst lebst, dann nennst du es irgendwann Charakter. So bin ich halt. Nein. Und wenn du lange genug angepasst lebst, dann nennst du es irgendwann Charakter. So bin ich halt. Nein, du bist trainiert. Ich dachte, ich hätte Angst verstanden. Vielleicht beginne ich gerade erst zu verstehen, wie früh sie trainiert wurde und wie lange ich sie mit Stärke verwechselt habe. Und vielleicht ist Erwachsenwerden nicht härter zu werden, sondern die Weitergabe zu unterbrechen. Nicht alles weiterzugeben, was dich selbst enger gemacht hat. Vielleicht beginnt Freiheit genau dort. Nicht im Widerstand, sondern im Erkennen. Das war André dekodiert.